Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Freund wie Bruno finden würde. Ciao, Pietro! Ciao, Bruno! Und auch nicht, dass die Freundschaft der Ort ist, mit dem man für immer verbunden ist. Dieser Film wurde in Cannes mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet, was neben den geläufigen Preisen so etwas wie ein spezielles Qualitätssiegel ist und also den Film auf besondere Weise empfiehlt. Ciao, Bruno. Ciao, Pietro. Der Stadtjunge Pietro findet mit den Eltern irgendwo in den Bergen sein Feriendomizil, um, wie der Junge einmal sagt, dem Chaos der Stadt zu entfliehen. Er trifft dort auf den Bauernjungen Bruno, das einzig verbliebene Kind im verlassenen Dorf, für den das, völlig unsentimental, einfach sein Zuhause ist. Zwei Jungen, die zunächst als Kinder, später als junge Männer in den Bergen immer wieder aufeinandertreffen, Freunde werden, sich verlieren und irgendwann wiederfinden. Und man sieht dem und den unterschiedlich verlaufenden Lebensentwürfen staunend und mit ungebrochenem Interesse zu. Als Bruno hoch droben auf dem Berg eine verfallene einsame Hütte ausbaut, steht irgendwann fest, dass er ohnehin hier bleiben wird, während Freund Pietro gerade dabei ist, die weite Welt zu erkunden. Ich glaube, es wäre zu einfach, das einen Film über Freundschaft zu nennen. Auf gewisse Weise fühlt es sich sogar wie eine Liebesgeschichte an. Yeah, indeed, we did approach it as a love story. Because of course friendship is love. And how to tell a story about friendship, it's always about looking for the other person, mirroring the other person, seeing a mirror, longing to be with someone else, and always longing to be closer to your friend than you can be, always having to say goodbye and thinking about your friend, how would he be doing? So yeah, it is as if it's a love story, you know, losing track of each other, finding each other again. Schade, dass der Sommer vorbei ist. Du kommst doch wieder, oder? Gut. Was hast du jetzt vor? Ich würde mich gerne auf die Alm meines Onkels zurückziehen. Klingt gut. Vielleicht kaufe ich mir ein paar Kühe. Heutzutage kosten die nicht mehr viel. Reicht es denn zum Leben? Wenn es ums Geld geht, müsste ich weiter als Maurer arbeiten. Dafür bin ich nicht geboren. Wofür bist du geboren? Geboren als Montanaro. Und du? Hast du Pläne? Ich hatte ganz schön viele Jobs. Aber in Wahrheit nichts. Deine Mutter hat erzählt, dass du schreibst. Hast du dich schon an einem Buch versucht? Nein, das ist nichts für mich. Dafür bin ich nicht gut genug. Wenn mir was gefällt, ziehe ich's durch. Also ich versuch's. Okay. Wer sind die beiden? Bruno, der seinen Platz finden will, und Pietro, der sein neues Ich sucht. Und wer sind die Schauspieler? The answer is elaborate to that question, because we have to talk about casting, I presume. In the sense that, so we worked with Luca Marinelli and Alessandro Berge, who are the best actors of their generation in Italy, who are really amazing, they're very known. So from the beginning on, somehow it was a given that they would be in this movie. They were presented to us, and then we met them very early on. We were very sure of their talent, but we didn't see it. And the reason is that they both inclined towards the other role in which we eventually casted them. But inversing those, the men, the actors, brought another quality to the parts, which actually made the parts blossom more. So Luca's quality to have a big inner world, to look at things with his, you know, just wonder. It really helped us to see the writer, to see the person who's insecure, doesn't really know where he belongs, admiring his friend Bruno for his, you know, his choices, and being very much of the wanderer, being the wanderer. And then I think Alessandro brought this quality to Bruno, where he's very matter of fact, like a brave guy, like courageous, doing things. And at the same time,
he could also bring a poetry to Bruno that we hadn't seen when we first met Alessandro. They're very different people, yet they match incredible, and I think that's the reason also why it works so great on the screen too, is that that's what happens whenever they're together. Something magical happens whenever they're together. Was hab ich für Pläne? Die große Frage ist das. Weißt du, ein schönes Feuer, der Fisch, ein paar Berge wie die hier und du. Bleib so einen Moment. Nicht bewegen. Mach dir keine Sorgen um mich. Dieser Berg hat mich noch nie im Stich gelassen. Mir gefällt, wie ihr den Bildern vertraut und ihnen die nötige Zeit lasst. Außerdem habt ihr dieses klassische 4:3 Format gewählt. Was war euer Konzept? I came across pictures of the locations we were shooting at in a square format. And all of a sudden I realized that it worked really well. So I put it on the table, and together with Charlotte and Ruben we started discussing this, and they really fell for it. And then I got scared about it. I was like, yeah, but what are we doing? Does it really make sense? Okay, so we tested it, and we tested a bunch of cameras and lenses and format aspect ratios, and then we saw it in the cinema, and it really just came together. The three of us, we saw it happening, and it was clear that the visual style of the movie was born. For me, it was also a rediscovery of that format, because I hadn't used it since my very first little films in film school. And after that, I always wanted to go widescreen and scope and really make cinema. And then I realized that this too is cinema, and it sort of gave a liberty, and in a strange way, it also, I mean, a mountain is vertical, so it really fits a mountain, and the way we could frame our characters with the mountains in the background also, it made it more easily blend together. Warte, lass mich mal. Ich will dir zeigen, wie das geht. Das nicht. Also, so geht's, der Trick. Oh. Na, danke. Bruno! Bruno! Hey, komm. Das sind Massimo. Hallo, ciao. Massimo. Barbara. Ciao, freut mich Lara. sehr. Sie sind wie ich aus Turin. Ciao. Also, Bruno, ich muss wirklich sagen, dieser Ort hier ist wunderschön. Hier würde ich für immer bleiben. Ja, Schatz, wir müssen uns auch sowas kaufen. Eine Ruine, die wir wieder aufbauen, und zwar viel schöner als eure. Ja, schon klar. Wieso? Wir haben doch keine Lust mehr auf Turin. Ja. Dann lassen wir all unsere Freunde herkommen und bauen uns eine schöne ökologische Gemeinschaft auf, mitten in der Natur. Gute Idee, oder? Wäre doch gut, oder? Nur die aus der Stadt kommen, nennen das hier Natur. Das ist mittlerweile für euch so abstrakt, dass ihr das so nennen müsst. Ja, ich verstehe schon, aber wie nennst du das denn? Naja, wir nennen es einfach Wald, die Weide, den Bach, Steine, den Weg. Dinge, auf die man zeigen kann, Dinge, die man benutzen kann. Nein, warte. Willst du mir etwa sagen, dass man sich nicht einfach an der Schönheit der Natur erfreuen kann? Natürlich. Und dabei Luft essen. Hast mich erwischt. Ihr kommt beide aus Belgien. Ein Land nicht gerade berühmt für sein Hochgebirge. Obwohl berühmte Künstler wie Bosch, Bruegel, Patinier und andere Weltlandschaften mit vielen Bergen gemalt haben. Und die kamen auch aus eurer Gegend. Woher also kommt diese Affinität zum Gebirge? I don't know, it's a good question. Probably because we don't have them, so we do reach out to them. Personally, I always I went from since I can ever remember. I went always to France, to the center of France, to a tiny place in the mountains. Not super high mountains, but yet still mountains in the Massif Central in Auvergne. And part of my family lives there, and so we went every summer. And it's this beautiful, very remote place,
has something magical because it's just yours. I know. Yeah, I guess the mountains have been something pretty exotic. Also, I mean, for me, it was often we went skiing or snowboarding, but so that it's a very touristic way of being in the mountains. I didn't even realize that these old, like Berge and that the painters paint a lot of mountains. I guess they copy the Italian painters and the Germans. I don't know. I guess they copied also out of this desire for for other landscapes. I don't know. That's interesting. I'm going to pay attention to that. Hier wird nicht einfach eine Geschichte in den bewährten dramaturgischen Gleisen erzählt. Das erzählt sich, wie es scheint, von selbst. Wie selbstverständlich getragen und getrieben von den Anforderungen, Unwägbarkeiten und Zufällen des alltäglichen Lebens. Sind wir fertig? Fertig ist ein großes Wort. Wir haben ein Dach. Gehen wir runter.